Hala Madrid, Freunde, willkommen zurück. Ja, sorry, dass ich die ganze Zeit nicht da war. Wir haben hier Baustelle vor der Haustür und hier ist das Internet ab und zu mal weg und wieder da. Es ist anstrengend aktuell, genau wie das Spiel. Darauf werde ich mal eingehen. Gegen Bayern München jetzt noch mal Revue passieren lassen. Kommt zwar ein bisschen spät, aber was soll. Ärgert mich auch ein bisschen und wer weiß, wie lange der Schwachsinn da draußen. Und mit diesem Internet, ich will jetzt die Marke nicht nennen und die Firma, will ich nicht drüber reden. Egal, wir versuchen jetzt das Beste und mal gucken, ob ich dieses Video hochladen kann hier vernünftig. Ja, 2-1 verloren zu Hause gegen den FC Bayern. Ja, dass wir verlieren gegen den FC Bayern oder verlieren könnten, ist jetzt auch nicht ist jetzt nichts Neues. Es ist aktuell die stärkste Mannschaft Europas oder der Welt, whatever. Aber ganz ehrlich, wir hätten Chancen gehabt und wie wir gespielt haben, war einfach gottlos schlecht. Ganz ehrlich, es war vielleicht besser als gegen Malle. Aber es war ängstlich. Wir haben zu Hause gespielt und hatten 40% Ballbesitz. Also ich bitte euch. Und ich meine, im Endeffekt hätte Bayern mehr Tore schießen müssen, was sie da gemacht haben. Dann wäre das Spiel schon eigentlich durch gewesen. Aber klar, ein paar Situationen haben wir gut gespielt. Aber es war im Endeffekt ein Armutszeugnis meines Erachtens. Ganz einfach. Und dann wurde der beste Spieler, das war für mich wirklich, und das ist nun mal so, es war wieder Arda Güler, der überall gekämpft hat. Warum wird er, ich habe mit einem Bayern-Fan das Spiel geguckt. Der hat selber gesagt, ich meine, warum wird der ausgewechselt? Wann wurde er ausgewechselt? In der 65. oder so? Hier. Aber ich kann das alles nicht mehr. Das ist alles mehr zu anstrengend. Die Mentalität. Wie sollen wir jetzt nach München gehen? Ich weiß, dass wir auswärts oder dass wir eher mal zu Hause verlieren, was schlimm genug ist in den geilen Stadion der Welt, den besten Stadion. Aber das Ding ist, wir sind auswärts besser. Aber die Spieler, die da spielen, egal wie gut sie sind, die haben einfach nicht die Mentalität eines Ramos, Benzema, Cristiano Ronaldo, meinetwegen sogar Bale, Kroos, Luka Modric und wie sie alle hießen. Die haben sie nicht. Die Real Madrid-Mentalität und die fehlt. Deswegen, es ist wirklich die Chance, wirklich in München unterzugehen. Wirklich. Weil da ist München nochmal anders. Ne? Und sie werden dort nicht ängstlich auftreten. Sie waren schon ängstlich. Das war schon anders. Und dann haben sie gemerkt, dass was geht. Manuel Neuer, der dann wieder auf einmal so gut ist, sonst macht er Fehler, da macht er keine Fehler. Ja, und ich meine, das zweite Tor, ehrlich gesagt, von Kane, ich will jetzt nicht auf ihn meckern, auf Lunin, aber ein Thibaut Courtois hätte den gehalten. Bin ich einfach mal, selbst der Bayern-Fan, mein Kumpel sagt das, den hätte Thibaut Courtois gehalten. Und deswegen, es war mehr drin, es war definitiv mehr drin. Sie hatten Respekt, was man auch haben sollte vor Real, egal ob angeschlagen, gerade wenn angeschlagen. Und wir hätten viel mehr machen müssen. Aber wir haben uns hinten reingestellt. Vor dem Spiel habe ich noch gesagt, wir müssen durchgehend 100 Minuten Feuer geben oder 95. Power, 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 Power. So. Und alle Kleinigkeiten und überhaupt Spiel. Ich kann, guck mal, einzelne Spieler durchzugehen, kann ich fast nicht. Ich kann das nicht, weil allgemein das Spiel nicht gut war. Also brauche ich gar nicht einzelne Spieler jetzt durchgehen. Ich fand einfach Arda Güler sehr gut. Und er kommt noch da hinzu, dass Tchouaméni jetzt gelb hat. Der fehlt auch noch. Das war ja mit einer der besten mit Arda zusammen der letzten Monate. Der fehlt jetzt im Rückspiel. Und pipapo. So, also ich finde, ich glaube, die beste Szene war die mit Kompany und Vinny Junior da. Und seine Aussage, die ich mal hier ganz kurz einblenden werde. Was soll ich sagen? Also, ich bin natürlich enttäuscht, weil das ist das für ein Madrid. Was ist das? Wie soll das weitergehen? Mir fällt nichts mehr ein. Dafür hat keiner die Eier, die Mentalität. Nicht ein Spieler. Wie soll das weitergehen? Warum wurde da ist er wieder verletzt. Warum wurde ein Carvajal nicht richtig? Warum spielt er nicht von Anfang an? Ein Militao hätte auch ich weiß, da war eine schwere Verletzung, aber so viel Sachen. Ich kann das alles nicht mehr sehen und ich bin
Mir fällt auch nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Mir fällt ehrlich nichts mehr ein zu dieser Mannschaft. Mir fällt auch nichts zu diesem Oberster Perez. Ich meine, ich habe schon Angst für den. Das ist die zweite Saison ohne Titel werden. Für Real Madrid. Und meint er wirklich, in der dritten wird denn was kommen? Womit? Wenn er 1, 2 Positionen neu kauft und verkauft? Das wird nichts. Ich bin fast der Meinung, aber wie willst du das machen? Da muss ein Rundumschlag passieren. Tja, ganz. Ich will nicht sagen, die Jahre sind erstmal vorbei, so wie bei Man U. Nein, ich hoffe auch nicht. Aber es werden falsche Prioritäten gesetzt. Es werden ich habe keine Ahnung. Ich meine, die anderen, ich wollte gerade sagen, die verdienen viel zu viel Geld. Ich meine, die anderen vorher, die Leute, die ich gerade aufgezählt habe auch, die haben auch viel Geld verdient. Also es fehlen einfach Spieler, die sie Mentalität haben, die wirklich für diesen Verein bluten und schweißen und nicht so wie, im Endeffekt so wie Rüdiger, aber das war auch nicht so wie sonst. Das ist alles irgendwie, der ist wieder aufgefallen mit irgendwelchen Sticheleien, ja, aber die gehören vielleicht dazu bei solchen Spielen, aber sind unnötig, weil wir liegen zurück, bla bla bla. Klar, das Tor von MAP beziehungsweise die Vorlage von Trent, geil. Aber das ist alles viel zu wenig. Und jetzt, nochmal Angst nicht, aber ich habe so dieses, was in München passieren kann, das kann wirklich böse enden. Ich will das eigentlich fast gar nicht mehr angucken, das Rückspiel. Ich weiß nicht, ich gucke mir das natürlich an, ne? Es ist nur ein Spruch. Aber ihr merkt, mir fehlen die Worte. Und wie gesagt, Arda Güler war für mich der Beste der wirklich wollte. Und man hat das auch gesehen. Er hat sich auch geärgert. Und ich weiß nicht, Alter. Und dann wird er ausgewechselt in der 65. Du kannst doch nicht der einmal einen Todespass passen kann und so weiter. Kannst du doch nicht, wenn du zurückliegst, in der 65. Minute auswechseln. Und deswegen hat Asensio, da habe ich auch nicht verstanden, wieso sitzt er eigentlich die ganze Zeit auf der Bank? Und jetzt gibt Stress da, Asensio hat Stress mit dem Trainer. Ja, und ich bin auf der Seite von Asensio in dem Fall. Ich kann das alles nicht mehr, ich verstehe diesen Trainer nicht. Für mich ist das ein Anfänger, was Trainer angeht. Deswegen, ja, er ist natürlich auch reingekommen in die große Mannschaft und hat vorher also ganz ehrlich, Legende hin und her, am Arsch, scheiß drauf, Alter. Ne, das geht so nicht. Naja, das ist meine Meinung. Könnt in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass ich dieses Video jetzt hochladen kann und wenn nicht, dann kommt die Video später. Keine Ahnung. Ja, es ist alles Chaos im Moment. Ich hoffe, und beim nächsten Spiel, da gehe ich dann danach, ja guck mal, mich macht diese Mannschaft wahnsinnig. Das Spiel, was jetzt kommt, werden wir auch noch besprechen oder auch erst nach dem Spiel. Kommt noch an, wie ich hier hochladen kann, aber da wird auch wieder Eier wahrscheinlich. Was soll ich sagen? Also Leute, bis zum nächsten Mal. Hala Madrid und folgt mir, wenn ihr es bitte noch nicht gemacht habt. Das würde mich natürlich freuen. Ja, damit wir hier größer werden und wir werden ja größer. Das freut mich natürlich riesig und dass ihr so viel schön geil kommentiert. Also, Rainer und Freunde.